Dieses Video ist ein kurzes Review zur G Skill Aegis DDR4 2400. Auf Folgendes werde ich näher eingehen. Was ist verbaut? Wie ist die Qualität? Für wen eignen sich diese Arbeitsspeicher? Was sind meine Erfahrungen damit und was sagen die Kunden dazu? Nun zunächst sind das zwei 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit einem 288 Pin DIMM 2400 MHz CL15 1,2 Volt ungepuffert in einem schicken schwarz-roten Design. Was kann man hierzu zu der Qualität sagen? Nun, Aegis Gaming DDR4 Speicher werden in der Regel mit handselektiertem ICEs hergestellt, was bedeutet, dass die Qualität schon mal sehr hoch ist. Für mich wirken die Arbeitsspeicher sehr hochwertig, sie sind sehr gut verbaut und wenn man die Arbeitsspeicher in der Hand hält, merkt man, dass die auf jeden Fall bombensicher heben müssen auf dem Mainboard. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen und vor allem sind sie ja auch sehr einfach zu installieren, aber allgemeine Arbeitsspeicher sind ja sowieso sehr einfach zu installieren, du musst es ja nur in die Slots reinmachen. Da musst du aber allerdings auch mal schauen auf deinem Mainboard, denn hier kann es wirklich zu Hersteller Unterschiede geben. So musst du manche 2x4 GB RAMs anders platzieren. In dem Video siehst du ein Mainboard, was ich für mein Gaming-PC verwendet habe. Falls es dich interessiert, kannst du mit einem Klick direkt zu dem Video gelangen, indem du einfach in der Videobeschreibung auf den Link klickst. Dort kommst du dann, wie gesagt, zu dem Gaming-PC, den ich zusammengebaut habe, für 300 €. Die RAMs sind hier ein Bestandteil davon. Also wie gesagt, auf dem Mainboard war es wirklich sehr einfach zu installieren. Einfach reindrücken, bis es einrastet. Und ich habe damit auch wirklich neueste Spiele spielen können, wie Fortnite oder ähnliches, auf geringer Auflösung bzw. auf geringer Leistung. Da ich ja wie gesagt ein Low-Budget-PC für 300 € zusammengebaut habe, haben mir hier diese 8 GB völlig ausgereicht. Beziehungsweise ich konnte auch manche Spiele auf mittlerer Stufe spielen. Ich habe ja auch noch einen Ryzen-Prozessor eingebaut bzw. Grafikkarte und das hat dann wirklich sehr gut harmoniert. Und falls du das auch hast, dann kannst du hier wenig falsch machen, sage ich mal. Und wenn man sich mal noch die Kundenmeinungen auf Amazon anschaut, dann haben die Arbeitsspeicher im Moment eine aktuelle durchschnittliche 3,5 Sterne Bewertung von 5 Sternen, allerdings auch nur bei 3 Kundenrezensionen. Und ja, wenn du dir diese mal durchlesen möchtest, dann klicke einfach den Link in der Videobeschreibung. Für mich persönlich ist es wirklich ein vernünftiger Arbeitsspeicher, der wirklich das tut, was er verspricht. Also wenn ihr mich fragt, ist es perfekt für Gamer und dabei ist es auch egal welches Spiel, also wenn es sich um FPS, RTS oder ähnliches handelt, dann kannst du hier das auch wirklich sehr gut verwenden, die Arbeitsspeicher. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dieses kurze Review hat dir gefallen. Falls du noch weitere Fragen hast, dann schreib dies einfach in die Kommentare. Und ja, klick den Link in der Videobeschreibung und vielen Dank fürs Zuschauen.